Und deswegen ist er auch so traurig, dass er Hannes nie wiedersehen wird. Weil er nämlich ein Riesenarschloch ist. Tut mir leid. Mir nicht. Im Gegenteil. Aber ich dachte, du und Fabian. Ja. Naja, eigentlich schon, ja. Andererseits da. Es wird höchste Zeit. Ich muss los. Auf die Baustelle. Okay. Klar, ich will dich nicht aufhalten. Sehen wir uns denn später? Ich rufe dich an, ja? Okay. Herr Streitmann, das ist ja eine Überraschung. Wollen Sie Hannes besuchen? Gräfin Lahnstein, der Kindsvater hat mich davon unterrichtet, dass der Junge unter Ihrer Obhut mit Drogen, genauer gesagt mit Kokain, in Berührung gekommen ist. Was haben Sie dazu zu sagen? Das ist leider korrekt. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Also, ein Gast hatte das Zeug wahrscheinlich in der Tasche und Hannes hat damit gespielt. Ich war genauso schockiert wie Sie und ich weiß, ich hätte Sie darüber informieren müssen. Ja, nicht nur das, Sie hätten sofort Strafanzeige wegen Körperverletzung stellen müssen. Das hätte ich auch gemacht, wenn Hannes was passiert wäre, aber... Dass Sie mit Drogensüchtigen verkehren, ist allein schon Grund genug, Ihnen die Vormundschaft zu entziehen. Aber dass Sie diese Person offensichtlich auch noch decken. Diese Person ist meine Halbschwester. Ja. Sie steckt zurzeit in einer Krise. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung. Ich habe ihr sofort Hausverbot erteilt und sie wird so schnell nicht mehr in Hannes Nähe kommen. Ja, das stimmt. Carla, also Gräfin Lahnstein hat nur aus Mitgefühl von einer Anzeige abgesehen. Also ich nehme das für den Moment mal so zur Kenntnis. Ihre Angaben werde ich natürlich überprüfen. Aber ich möchte jetzt erst mal den Jungen auch sehen. Kein Problem. Lassen Sie uns auch oben fahren. Ein Supermodel in meinem bescheidenen Etablissement, welch eine Ehre. Naja, einer in der Familie muss es ja zu was bringen. Ach, Schätzchen, Lars und ich haben es zu etwas gebracht. Und zwar ohne, dass wir unsere Seele dem Teufel verkauft haben. Riecht es hier nach Schwefel? Ach ja, natürlich, Tanja. Oh, die große Agenturchefin holt jetzt ihr Starmodel persönlich zum Shooting ab. Ein Tisch für zwei. Na, weinen Sie sich bei Ihrem Tantchen aus? Wieso denn ausweinen? Hör zu, Tanja. Wenn du Olivia auch nur irgendwie in deine krummen Machenschaften hineinziehst, dann Reg kann... dich ab. Deine unfähige Nichte interessiert mich überhaupt nicht. Das stimmt. Du musst dir wirklich um nichts Gedanken machen. Ja, du brauchst dir nicht mal eine neue Kellnerin suchen. Sie steht dir wieder zur Verfügung. Wovon redest du überhaupt? Haben Sie Ihrem Tantchen noch nicht erzählt, dass ich sie gefeuert habe? Ups. Wenigstens hat Streitmann gesehen, dass es Hannes gut geht. Aber es steht noch lange nicht fest, ob er mir den Kleinen nicht doch wegnimmt. Es muss doch auch Ansgar klar sein, dass sein Sohn vielleicht jetzt zu Fremden kommt. Wie konnte er mit der Sache bloß zum Jugendamt gehen? Woher wusste er überhaupt von dem Kokain? Wir haben ihm noch gesagt, dass Hannes an die Putzmittel gekommen ist. Sarah wird es ihm wohl kaum gesagt haben und außer ihr wussten es nur... Natalie, du hast es ihm doch nicht etwa gesagt. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, das war auch nicht so gemeint. Du hast nur gerade so komisch geguckt.
Ich weiß, woher Ansgar die Information hat. Er hat Lars abgehört. Was? Ich habe eine Wanze in seinem Jackett gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hoffe, Lars verklagt ihn. Lars weiß nichts davon. Du hast es ihm nicht gesagt? Sorry. Hi. Ich wollte Fabian gerade mein Zimmer zeigen. Ah, ja, viel Spaß da nicht. Muss los. Fabian? Hast du die Bewerbung eigentlich schon losgeschickt? Ich hätte das nie rechtzeitig fertig gekriegt, wenn du mir nicht geholfen hättest. Vielen, vielen Dank. Hab ich gern gemacht. Trotzdem, irgendwie würde ich gerne... Darf ich dich nachher auf einen Drink einladen? Oder ins Kino oder so? Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich rufe dich an, ja? Nenn mich Emil. Wieso das denn? Weil ich mich gerade benommen habe wie ein Vollpfosten. Wieso passiert mir das immer, sobald ich vor Judith stehe? Weil du erstens über beide Ohren verliebt und zweitens total verunsichert bist. Kaffee? Ja, einen starken. Warum sagst du ihr nicht, was du für sie fühlst? Das wird sie schon verstehen. Ja, aber nicht, wenn ich wieder bloß so dumm rumlalle. Judith, die wünscht sich einen romantischen Freund. Ich habe sogar schon versucht, ihr ein Gedicht zu schreiben. Ja, aber das ist doch total romantisch. Weißt du was? Ich glaube, es ist besser, ich schlag mir Judith aus dem Kopf. Ich glaube, das wird sowieso nichts. Spinnst du? Du liebst sie doch. Und wenn man jemanden wirklich liebt, dann muss man auch um ihn kämpfen. Auch dann, wenn man keine Chance mehr hat? Ja, das weißt du nicht, wenn du es nicht wenigstens versuchst. Also komm, lass dich nicht hängen, sonst endest du noch als verbitterter alter Mann, der seinen verpassten Chancen hinterher weint. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Was hast du denn erwartet? Dass Lars einfach zur Tagesordnung übergeht, nachdem er erfahren hat, dass Ansgar dich geküsst hat? Und genau deswegen wollte ich nicht, dass Lars sich noch mehr aufregt. Ich will das Thema Ansgar einfach aus unserer Beziehung raushalten und Lars beweisen, dass er mir vertrauen kann. Sonderbare Strategie. Lars könnte Ansgar wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte oder was weiß ich verklagen. Aber weißt du, was ich glaube? Du willst genau das verhindern. Weil du Ansgar schützen willst. Das ist doch völlig absurd. Hallo. Bin ich zu früh? Nein, gar nicht. Ich hole Sophia. Boah, mein Magen hängt bis in die Kniekehlen. Was haltet ihr davon, wenn wir noch etwas vom Thailänder bestellen, bevor ich mit der Kleinen losziehe? Also mir ist der Appetit vergangen. Was ist denn hier los? Habt ihr gestritten? Nein, Quatsch, wie kommst du denn darauf? Streitmann war hier, er hat von Hannes beinahe Vergiftung erfahren. Rose kaufen? Ich nehme die ganze Ladung. Ich will den Herz erobern und nicht meiner Oma zum Geburtstag gratulieren. Gutes Geschäft, sind ganz frisch. Stimmt so. Danke und viel Glück. Werde ich haben. Hier, für dich. Heute ist mein Glückstag. Was hast du dir dabei gedacht, Lars eine Wanze unterzuschieben? Deine Reaktionszeit lässt nach. Die Frage hätte ich schon vor Tagen erwartet, als du das Ding gefunden hast. Sag mal, weißt du eigentlich, was du angerichtet hast, als du zu Streitmann gelaufen bist? Was denn, hätte ich mich vielleicht deiner Meinung nach einfach damit abfinden sollen, dass mein Sohn bei meiner Schwester seines Lebens nicht mehr sicher ist? Als ob es hier um Hannes ginge. Du willst doch nur Carla eins auswischen. Willst du damit andeuten, dass ich Hannes nicht liebe? Ich habe schon mal um ihn getrauert und daran wäre ich fast kaputt gegangen. Das haben sie mir wieder weggenommen. Ich werde nicht mal mehr informiert, wenn er ins Krankenhaus kommt. Kannst du dir vielleicht annähernd vorstellen, was es für ein beschissenes Gefühl ist, so machtlos zu sein?
Jedenfalls hast du dir damit keinen Gefallen getan. Streitmann will Hannes in eine Pflegefamilie geben. Ja, ich wollte ihm das natürlich auch gar nicht sagen. Ich war nur auf dem Jugendamt, weil ich noch mal um Besuchsrecht bitten wollte. Wer es glaubt? Dieser Dreckskerl hat mich behandelt, als ob ich ein Monster wäre. Mein Einfluss wäre Hannes angeblich nicht zuzumuten. Dann fing er auch noch an, mir vorzuschwärmen, wie gut es mein Sohn angeblich bei meiner Schwester hat. Ja, da ist es eben aus mir rausgeplatzt. Nathalie, ich will doch einfach nur ab und zu mein Kind sehen. Neulich, als du mich zu ihm gelassen hast, das war der schönste Tag seit langem. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich ihn vermisse. Ein Herr Streitmann für Sie vom Jugendamt. Ich komme. Kein Wort über Koks verstanden. Herr Streitmann, schön, dass Sie meiner Bitte nachgekommen sind. Ich möchte Sie überzeugen, dass ich einen absolut seriösen Lebenswandel habe. Ich bin nicht Ihretwegen gekommen, Frau von Anstetten. Mir wurde gesagt, dass Sarah Hofmann zu Ihren Models gehört. Ja, da haben Sie Glück. Sarah ist gerade hier. Worum geht's denn? Das tut mir leid. Das möchte ich mit Frau Hofmann unter 4 Augen besprechen. Gut, wie Sie wünschen. Ich lasse Sie natürlich allein. Frau Hofmann, trifft es zu, dass Hannes von Anstetten an Kokain aus Ihrem Besitz gekommen ist? Was? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Wer behauptet denn sowas? Carla von Lahnstein. Aber wenn Sie es bestreiten, muss ich davon ausgehen, dass es eine Schutzbehauptung war. Dann werde ich dafür sorgen, dass der Gräfin das Sorgerecht entzogen wird. Warten Sie. Es ist wahr. Carla hat damit nichts zu tun. Mir wurde das Kokain auf einer Party zugesteckt und ich habe es einmal probiert, weil ich neugierig war. Ich wollte es eigentlich sofort wegwerfen. Ich habe dann nur einfach nicht mehr dran gedacht. Bitte zeigen Sie mich nicht an. Na, musstest du gleich wegrennen? Musstest du mir gleich 10 Nachrichten auf die Mailbox sprechen? Naja, jetzt bist du ja wieder da. Komm, setz dich. Wieso? Wie lange brauchst du denn, um deinen Text aufzusagen? Olivia, du hast einen übersteigerten Geltungsdrang. Ruhm, Jetsets und nichts als Flausen im Kopf. Ach, beachtliche Selbsterkenntnis. Na komm, jetzt warte. Ich wollte dir was ganz anderes sagen. Ich bin froh, dass du nicht mehr für Tanja arbeitest. Ich habe dir immer gesagt, sie ist gefährlich. Du gönnst mir doch nur nicht, dass ich als Model Karriere mache. Doch, Olivia. Und wenn du das unbedingt willst und dich anstrengst, dann erreichst du dein Ziel auch ohne Tanja. Und bis dahin wäre ich sehr froh, wenn dem Schneider seine hübscheste Kellnerin erhalten bliebe. Hm? Ich dachte, auf dem Bau macht man das so. Und du? Entwirfst du dir dein Traumschloss? Nee, Luftschlösser. Das ist eine Liste mit den Sachen, die ich an Fabian und Konstantin mag. Aha. Als kleine Entscheidungshilfe, oder wie? Und? Ja, nichts und. Das hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. Ach. Was mache ich denn jetzt bloß? Wie wär's denn mal mit gar nichts? Mit Olli und mir, das hat auch ewig gedauert. Aber er hat mir die Zeit gelassen, die ich brauchte. Du meinst, wenn Fabian oder Konstantin wirklich in mich verliebt sind, dann geben sie mir die Zeit auch. Du bist ein ganz schön helles Köpfchen. Ja. Ja, ja. Zumindest für einen Boxer. Hast du eine Ahnung, ob Judith zu Hause ist? Ist sie nicht? Weißt du, wann sie kommt? Sehe ich aus wie Judiths persönliche Assistentin? Entschuldige bitte, dass ich gefragt habe.
Der löchert mich auch schon den ganzen Tag. Meister, du weißt aber schon, dass Judith eine Pollenallergie hat, oder? Bei Rosen. Ist klar. Ich schätze eher, sie war zu höflich, dir zu sagen, dass dein Billigdeo sie zum Niesen bringt. Ach, Miriam. Ist schon irgendwie schade, wenn jemand nicht checkt, dass er verloren hat, oder? Sag mal, was willst du denn überhaupt noch bei Judith? Das geht dich überhaupt nichts an. Carla, ich hab noch mal eine... Oh, Entschuldigung. Bleiben Sie ruhig, wir sind sowieso praktisch fertig. Also wie gesagt, Frau Hofmann hat ihre Angaben bestätigt. Ich werde Ihnen also nicht die Vormundschaft entziehen. Aber ich erwarte in Zukunft, dass Sie mich über alles Wichtige Hannes betreffend informieren. Selbstverständlich. Was soll das heißen? Sie lassen meinen Sohn bei der da, obwohl er in ihrer Obhut fast umgekommen wäre? Ich darf ihn nicht mal sehen? Das Thema hatten wir doch bereits erörtert. Weder Sie noch die Mutter haben einen positiven Einfluss auf den Jungen. Also, Sie wollen mich ja wohl nicht mit Tanja von Anstetten gleichsetzen. Die ist immerhin nur auf Bewährung aus dem Knast raus. Herr Streitmann, Ansgar ist wirklich ein ausgesprochen fürsorglicher und liebevoller Vater. Das kann ich bezeugen. Räumen Sie ihm wenigstens Besuchsrecht ein. Ich bin mir sicher, dass dies auch zum Besten von Hannes wäre. Also gut. Ich weiß, dass Sie sich scheiden lassen wollen. Von daher kommt da nicht in Frage, dass Sie diese Aussage aus Gefälligkeit machen. Ich werde die Angelegenheit noch einmal überdenken. Guten Tag. Hucha. Ist der Tisch jetzt endlich frei? Hallo. Was? Entschuldigen Sie bitte. Nehmen Sie Platz. Komm, mach dir nichts draus. Danke für den heißen Tipp. Das ist doch alles nur Shishi. Wenn der Lack ab ist, dann stehen die vor dem Nichts. Kannst du nicht aufpassen? Nach all den Jahren müsstest du endlich gelernt haben, wie man Gläser poliert, oder? Entschuldigung. Ach, mein Gott, wieso schleppe ich dich eigentlich die ganze Zeit durch? Hätte dich loswerden sollen, als noch Zeit dazu war. Hätte ich dich bloß Model werden lassen. Das wäre garantiert eine Weltkarriere geworden. Zumindest du warst dir da ja sicher. Kennst du den? Steht eine Frau vom Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Drauf der Spiegel. Geh mir aus dem Weg, du hässliche Schabracke, ich sehe ja nichts. Schön. Cheers. Hey. Kannst du nicht aufpassen? Nein, kann ich nicht. Ich bin eben ein hässlicher, ungeschickter Trampel. Bild dir bloß keine Schwachheiten ein. Abgesehen davon, dass du zu Hannes lieb bist, halte ich dich trotzdem für ein Arschloch. Also, ich bin dir auf jeden Fall umso mehr dankbar, dass du dich für mein Besuchsrecht eingesetzt hast. Ja, tschüss. Musste das eben sein? Er ist wirklich ein guter Vater. Das habe ich neulich erst wieder gemerkt. Und Hannes war überglücklich, dass er seinen Papa mal wiedersehen konnte. Wovon bitteschön sprichst du? Hannes und ich, wir haben Ansgar neulich kurz getroffen, als wir spazieren waren. Und das soll ich dir glauben? Also gut, ich habe arrangiert, dass die beiden sich für ein Stündchen sehen können. Ich habe doch mal bei Carla gewohnt und Herr Streitmann wollte wirklich nur wissen, welchen Eindruck ich von Hannes hatte. Und warum bibberst du seit dem Gespräch wie ein Chihuahua in der Kühlbox? Ich bin nervös, wegen des Shootings. Hast du nicht vielleicht noch mal eine Nase für mich? Nur ein bisschen. Meinetwegen. Aber nur, wenn du dann performst wie ein Profi. Danke. So, jetzt Dalli Klick. Frau von Anstetten, Was machen Sie schon wieder hier? ich habe einen Fehler gemacht. Bitte geben Sie mir noch eine zweite Chance. Warum sollte ich?
Ich habe Mist gebaut, aber bitte, ich kann mehr als kellnern. Und um Sarah kümmere ich mich auch. Mädchen, bisschen mehr Elan bitte. Zeig doch mal was. Ja. Also gut, aber nur, wenn du funktionierst. Und die da auch. Besorg ihr, was sie dafür braucht. Hier. Ruf da an und sag, du kommst von Clarissa. Wer ist denn Clarissa? Eine liebe alte Freundin. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Gute alte Zeiten. Ja. Bisschen nach links. Bitte schön. Danke. Sag mal, Miriam, Judith und du, ihr sprecht doch über alles. Ja. Dann hat sie doch auch bestimmt erwähnt, dass dieser Spacken da drüben längst raus ist aus der Story. Also, ich meine beziehungstechnisch. Schon. Träum weiter, Bettpfannenwender. Du bist Geschichte. Ach ja? Dann sag mir mal, warum Judith gerade erst bei mir übernachtet hat. Also so doll kann das ja nicht gewesen sein. Sonst hätte sie ja nicht mich geküsst. Was hat sie erwähnt? So what? Das war damals, als noch alles aus Holz war. Ich glaube, du bist nicht auf dem Laufenden. Judith und ich, wir haben uns heute Morgen geküsst. Und außerdem sehe ich überhaupt nicht ein, wieso ich mich hier rechtfertigen muss, wie vor der Heiligen Inquisition. Bevor ich dir Hannes noch mal anvertraue, würde ich schon gerne wissen, auf welchen Seite du überhaupt stehst. Wie wär's mit Hannes Seite? Der Kleine hat sich nämlich ein Loch in den Bauch gefreut, dass er endlich mal wieder mit seinem Papa zusammen war. Komisch, aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass du dabei nur an Hannes gedacht hast. An wen denn sonst? An Ansgar und an dich. Du hast mir selbst erzählt, dass du von ihm geträumt hast und dass du nicht sicher bist, wie viel du noch für ihn empfindest. Dir erzähle ich noch mal was im Vertrauen. Das ist doch absurd. Ja, das müsste es eigentlich sein, wenn man bedenkt, wie mies er dich behandelt hat. Er hat dich gequält und betrogen, bis du zur Alkoholikerin geworden bist, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Das weiß ich alles. Tatsächlich. Oder verdrängst du es, weil du ihn insgeheim immer noch liebst? Ich liebe Lars. Vielleicht klammerst du dich aber auch nur an ihn, weil du Angst hast, dass Ansgar dich sonst gleich wieder einwickelt. Jetzt sei mal einen Moment ehrlich zu dir selbst und frag dich, wie viel Ansgar dir wirklich bedeutet. Und? Liebst du Ansgar? Das wüsste ich nämlich auch mal gerne. Wartet ihr auf mich? Ja, dieser Schnösel hier behauptet tatsächlich... Kannst du Fabian bitte mal erklären, dass... Hallo, geht's auch nacheinander? Konstantin hat anscheinend was völlig falsch verstanden. Kannst du ihm bitte klar machen, dass er sich keine Hoffnung mehr machen soll? Ich glaube, Fabian hat was nicht mitgekriegt. Du willst doch nichts mehr von ihm, oder? Und du kriegst gleich mit, wie das Licht ausgeht. Seid ihr jetzt beide komplett abgedreht? Entschuldige. Sorry. Ja, aber dann sag uns endlich, was Sache ist. Genau. Wen willst du denn jetzt? Mich? Oder mich?